Jo, wir müssen Ruby festnehmen, bevor die Lage eskaliert. Das Wunder von Insulinde. Du hast dich an ein Gedicht erinnert, ganz tief in dir drin, aber die Übersetzung fällt dir nicht mal ein. Es beginnt mit Nulla sarà cambiato della luce. Oh Gott. Ja, nein, das lese ich jetzt nicht alles vor. Sieht italienisch aus. Du hast dich daran erinnert, als du von der Entdeckung von Insulinde gehört hast. Aber was bedeutet es und warum weißt du es auswendig? Ja, da haben wir keine Zeit mehr für. Mm-mm. Nein. Ich glaube, das werden wir alles nicht mehr machen. Vielleicht noch irgendeine Fähigkeit hochpumpen, aber welche? Ja, es wäre schön, wenn ich diese Logikprobe schaffen könnte, aber das ist ausgeschlossen eigentlich. Das ist, wenn ich die nochmal freischalte. Diese blöde Tür, ne? Jetzt überlege ich, ob ich nochmal Rhetorik machen soll. Einfach nur wegen der Containertür. Verdammt. Ich hoffe, wir haben die Zeit noch. Also, wir haben... Sie sagte ja, bewaffnet sollten wir sein und Ausrüstung sollten wir auch tragen. Also ich meine, wir haben schon fast alle Rüstungsteile. Und wenn jetzt die Chance besteht, dass das letzte noch in dem Container ist, dann werde ich da jetzt nochmal hinreisen, Rhetorik einmal aufleveln und hoffen, dass es dann klappt. Das tun wir. Wieso kann ich da nicht hinreisen? So. Von hier. Ich meine, die stehen noch alle hier, oder? Er steht auch noch da. Daraus schließe ich, dass es jetzt keine gewisse Uhrzeit gibt, um die es dann eskaliert oder sowas. Ich denke, man muss es nur vor Abschluss des Tages schaffen. Huch. Und weiter unten das Gewerkschaftssymbol und der Slogan verlangt Demokratie. Ich weiß jetzt nicht, wo weiter unten, aber egal. Hier würde ich immer gerne direkt reinreisen können. Qualsund ist artisch für Walfjord. So. Pass auf. Ja, tu das bitte. So, genau. Die Probe ist jetzt wieder frei. Ah, Rhetorik. Ich hab's wieder vergessen. Hatten wir was zum Anziehen? Auf jeden Fall, genau, die Mütze muss weg. Mütze muss weg. Es wäre so lustig, wenn einfach gar nichts da drin ist.
Gut. Ja, zieh mal die Mütze an. So. Oh nein, jetzt kommt ein Gedanke. This hat is so soft, so warm. It wraps around your head, and your mind tingles with all manner of socio-economic theory. Das ist eine Uschanka, richtig? Ich tätschle die Mütze. Kraz Mazov would have worn this, you Ja. should. Mazov knew where to cook those thoughts. That's why it bears a Mazovian logo. Ja, ich ziehe gleich wieder meine Pennermütze an, aber... Glory to the revolution, comrade. Oh. Whether you like it or not, wearing this hat has made you more communist. Ich bin ja sowieso alles. Von daher... You're back before the cargo container. 28%. Its draw has not lessened since you were last here. If anything, it seems to have grown slightly. Oh, es wäre so schön. Es wäre so schön, aber ich glaube... Oh, komm schon, bitte, bitte. Nein. As it's always been, it's impossible to open a container with rhetoric. Maybe you're losing your mind. Ich hasse dich. Ja, das war genau wie die meisten anderen Sachen, die wir bisher gemacht haben, nicht besonders erfolgreich heute. Wo ist meine tolle Pennermütze? Da ist. Genau, und Moment, die Rüstung. Wollen wir auch sicher gehen, dass wir die anhaben. Die Teile, die wir haben. Gut. Dann wollen wir jetzt zu Lupe. Dauert noch ein bisschen, bis wir da ankommen. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, was jetzt schneller ist. Ungefähr gleich. So, wir sind einigermaßen bereit, würde ich sagen. Ah ja, hier sieht man auch überall die Fußspuren. Oh, Moment. Soll ich jetzt nochmal die Taschenlampe ausrüsten? Also besonders sneaky ist das ja nicht mehr dann, oder? Ich glaube, dieser Hinweis mit der Taschenlampe, da ging es nur um diesen versteckten Raum. Deshalb lasse ich sie jetzt mal weg. Was haben wir hier? Was ist das? Was soll ich mit dem ganzen Geld jetzt noch? Ein unter Sand und Staub versunkenes Betonrohr. Irgendetwas stimmt hier nicht. Na super. Suddenly, Oh shit. your entire body Ja. is paralyzed. Aggressive white noise fills your skull. A strange pain, like you've never felt before. Through the static, you hear a woman's voice. Ich glaube, wir werden sterben. It's like 1,000 radio stations are being blasted into your head all at once. But her words are the only ones you can make out. I know you're feeling pretty uncomfortable right now. Don't move too much or fight it. That'll just make it worse. Sagt die schattenhafte Gestalt neben dem Gerät. Can't say it's a pleasure, officer. I was really hoping not to make your acquaintance. But here we are. The voice coming through the whirlwind of pain is not malicious. She doesn't want to hurt you, but she has to. Nein, muss sie nicht. Doesn't wish to hurt you, not according to your ear canals.
Wait, no, not even your ear canals. This is going directly into your neural pathways. Ich halte mir die Ohren zu. No, buddy, that's God. not going to help. You can't shield yourself from this. It's an entirely new type of experience. Way worse than all the previous ones. Don't focus on the pain. Focus on doing your job. Tell her she's under arrest. Werden Sie mich auch umbringen? No, I'm not going to fucking kill you. If that had been my plan, you'd be dead already. All things considered, I'm being pretty reasonable here. I'm using a pale latitude compressor. You and your partner have been caught in its field. Toll. Blasted from that pale emitter that Angus mentioned. Ich habe Ihre Gleichungen gesehen. Es ist die Ulan-Frequenz. Saw my equations? You've been sniffing through my lorry, right? I expected as much. I am a bit surprised you knew what you were looking at. A pale latitude compressor is used to sort of make the pale more manageable. With a lot of these, you can force a radio signal grid on the pale, literally crunch the distance across it. Ich weiß nicht, ob das etwas ist, was man tun sollte. Das Grau gefügig machen und ihm etwas aufzwingen. Signals are relayed across a series of repeater stations fixed to buoys. Not a fun job manning those stations. All alone out there in the pale, people lose their minds in just a few years. So, what we are experiencing is a concentration of radio waves. Große Anstrengung, gestikuliert er in irgendeine unklare Richtung. Precisely. This is an industrial strength paraboloid. It's meant for forcing dimensions on something that doesn't have them. Needless to say, the frequencies used are out of this world. At the upper limit is the large prime number generator station. It's used specifically for pale latitude compression. That's why you may be hearing some numbers. But you might also hear, or think you're hearing, local radio chatter. She's been holed up in here for a while with no one to talk to. Keep her talking, and you just might get an opportunity to break you loose. Okay. Was soll dieses verfluchte Grau überhaupt sein? The pale? It's the end of the world. Wo haben Sie dieses Ding denn her? I built it myself. Sie nickt in Richtung ihres Folterinstruments. That's illegal. I'm guessing it's patented. But we are beyond that, aren't we? Ja. Oh yeah. Way beyond. Sie betrachtet ihren Todesstrahl und die darin gefangenen Gesetzeshüter. Wird mein Zustand jetzt ewig andauern? No. Once I shut down the compressor, the pain will end. It may take a few minutes for you to steady yourself, though. It's a bit like waking out of a very confusing dream. Schön. Ja. Haben Sie den Kompressor selbst erlebt? Yeah, I stuck my head in there before using it on you. Schön. It seemed like the ethical thing to do. Can't say that I enjoyed it. The field was weaker, but I can imagine what you're going through. Ah, das ist ja nett von ihr, dass sie das mal ausprobiert hat vorher. Das ist ja alles schön und gut, aber sprechen wir lieber über den Getöteten. Yeah, let's not talk about that shit. You were hunting me and fell into my trap instead. That's all there is to say about it.
Erklär dich doch einfach, wenn du es gewesen bist. Mein Gott. Bitte, könnten Sie es nicht herunterregeln, damit ich Sie etwas fragen kann? If you've got something really important to say, you can do it through the white noise. Schön. Looking for a deal with my mattress. Speed Freaks FM. Der Lieutenant umklammert mit verzerrtem Gesicht seinen Kopf. Oh, armer Kim. God damn it. Plötzlich bekommt sie Mitleid mit dir und Kim. Fine. If you really want to talk, I can dial it down. I've also got a gun, by the way. Ich auch. Widerwillig tritt sie aus dem Schatten hervor. Der Schmerz lässt nach. The gun she's carrying is a two-barreled front loader, not like the murder weapon. Was? Well, it doesn't feel much better, but she can form sentences now. Thinking doesn't seem to hurt as much. Just keep her talking, and you'll get through this. Okay. Woher wussten Sie, dass wir kommen? I heard you in the passages, and I've been preparing for quite a while. Indem Sie Kugeln unter Dielen verstecken? So you found my shack, huh? I'm not surprised. Her tone is bitter. She thinks she's been betrayed. Sie hat sie übrigens nicht verpfiffen, die Waschfrau Isabel. So nice. That's one knife I didn't want to find in my back. Sie sind verzweifelt, nicht wahr? I was. Before I caught you in the pale latitude compressor. I'm fine now. It was dark in the shack. The waves outside had calmed down. She looked at the loaded gun. Then she cracked the barrel open and took the bullet out. Not today. Haben Sie Lely erschossen? No, I didn't do it. I only helped stage the lynching. Though I doubt that makes much of a difference to you. Wer war es dann? So she says she didn't do it, and she doesn't trust you. Is it you specifically, or the citizens' militia that she distrusts? Who ratted me out, by the way? Was it Titus? No, he wouldn't have broken first. Als ich ihr damit gedroht habe, sie zu verhaften, ist Glacia eingeknickt. Sie hat mir alles erzählt. Oh. Well, I guess I always knew she was a survivor above all else. But she couldn't have known I was on the coast. How did you find me? Titus hat es mir erzählt. Es hat etwas Überzeugungsarbeit benötigt. Oh, fuck. Took some convincing my ass. And those guys liked me, I know it. This is what happens to people whom people like. A dull despair is creeping into her voice. How the fuck do the rest of you get by? Moment mal, haben Sie mich nicht einen menschlichen Dosenöffner genannt? Es ist nichts Persönliches. Ich habe sie einfach geöffnet. I did, didn't I? Now you've come for me. Fuck them all the same. That did make her forgive them. A little. Das wollte ich.
Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie mir das gelingt. Ich bin hier nur reingestolpert. Können Sie mir diese Scheiße bitte mal erklären? What shit? I told you I didn't do it. Sounds pretty simple to me. Schauen wir mal, was sie zu sagen hat. Würden Sie sagen, dass Lally ein sympathischer Mensch war? I didn't like him. Hardened mercenaries aren't particularly likable types. Es gab nichts Persönlicheres, das Sie an ihm gestört hat? Vielleicht seine Art, mit Frauen umzugehen? You think I was envious of his conquests? Look, pussy's not a problem for me. And definitely not a reason to off someone. Okay. See her confident gaze, her toned arms. Yeah, she wouldn't have had much trouble in the intimacy department. Haben Sie kein Mitgefühl mit Söldnern? Es ist harte Arbeit. Plenty of broken people who don't come with that kind of body count. Besides, they're paid well for what they do. Da stimme ich zu. Hatten Sie das Gefühl, Sie müssten die Gewerkschaft beschützen? Yeah, sure. And I didn't like Wild Pines sending in those foreign hirelings. Me and a fuck ton of other people around here. She didn't hate him, okay? Ja, was dann? Ich habe weitere Fragen. I'm listening. Haben Sie ein Alibi für den Zeitpunkt, als Lally erschossen wurde? Man, I was with the boys the whole night. I hope they at least bothered to impress that upon me. Muss ich jetzt den genauen Zeitraum sagen? Also er hat gesagt, dass sie mal zur Toilette gegangen ist. Wir haben gesagt, dass sie sehr lange auf der Toilette gewesen sind. 15 Minuten. Yeah, and I'm sure they also made some funny remarks about it. They always do. I've driven a lot of long haul and chugged a lot of beer, man. Can't do either without some power of mind over bladder. And anyway, that wouldn't have been enough time. Moment mal, niemand pinkelt 15 Minuten lang. Look, fuck you, man. I might also have stopped by the bar. Unsere Ermittlung hat gezeigt, dass 15 Minuten gerade ausreichen, um den Mord zu begehen. Wow. Now I'm curious. Please, explain. Hören Sie, es gibt einen Geheimweg, der vom Erdgeschoss des Whirling bis aufs Dach führt. Don't know it. But also, Sie runzelt die Stirn und betrachtet dein Gesicht. the shot couldn't have come from the roof. Or we would have all heard it downstairs. Ja, das ist die Sache. She has a point there. No one mentioned. Der Schmerz hält ihn davon ab, den Satz zu beenden. That didn't go super well. You've got to lay something better on her. Ja, aber wahrscheinlich hat sie ja recht, sie ist es gar nicht gewesen. Sie haben eine Waffe. And Wo haben Sie die her? the gun store, Aus welchem Waffenladen? Trigger Happy Jacks. Wirklich? Schieß? What did you think? That I'm going to squeal on my gun supplier? Sorry, I'm not that kind of gal. Alles klar. Das ist ein Vorderlader. Haben Sie irgendwo noch eine Waffe? Sure don't. A breech loader? No. This is such a wipeout. Ja. Sammeln Sie Waffen, alte Gewehre vielleicht, aber sie hat gesagt, sie hat keine. No, they're not practical. Break too often. Es gibt noch mehr Indizien, zu denen ich Fragen habe. Yeah. Evidence. Sie mochten Klaas hier sehr. I considered her a good friend, yeah. Aber sie wollten mehr als nur Freundschaft. Oh, so that's where you were going with this. Sie hat gesagt, dass sie mit ihr zusammen durchbrennen wollten. That's a very sentimental way of putting it. We both had pasts we didn't want to catch up with us, and we enjoyed listening to music together. Why not go on a road trip?
The lieutenant watches her expectantly, occasionally shaking from the pain. Okay, fine. I was into her. Clausy was into me too for a time, I know it. We even fooled around once. And yeah, after that I thought maybe we could make a go of it. Was ist dann passiert? She rejected me with some wishy-washy bullshit about how she was confused because she felt so close to me and valued my friendship so much, and how guilty she felt for leading me on. I knew that wasn't the whole story, but thought, fine, I'll take it and move on. No ill will there. It wasn't a problem for her. Oh. Wow. Lars hat gesagt, sie seien sehr wütend geworden, als sie damit begonnen hat, sich mit Lelly zu treffen. Sie hätten sie bedroht. Yeah. One time when we'd both been drinking, I said some heated things about how dangerous her patterns with men were. I was a little worried she'd blow it out of proportion in her head. All the drugs she was doing can make you feel like you're living in a DeLorean tragedy. Hat sie aber auch wahrscheinlich gar nicht gespannert. Und trotz allem haben sie ihr geholfen, den Lynchmord vorzutäuschen? Yeah, the girl seemed terrified. The merc was beyond caring what happened to his mortal coil. It was a no-brainer. Es gibt noch anderes, wonach ich sie fragen will. Go ahead. It's your body. Okay. And mine too, he thinks. But keep on. This must be done. Okay. Lungern sie gerne auf Dächern rum? Who doesn't? Oh, you probably mean Clausia's rooftop. Sure, I've hung out there. She's got this great antenna. Ist das der einzige Grund, warum sie auf dem Dach rumgelungert sind? The view's pretty bomb, too. But you might say the antenna was the main attraction there, yeah. Along with Clausia. Was ist denn an ihrer Antenne so toll? It's very powerful. I used it to tune into RCM frequencies. That's how I knew to be prepared for your arrival. Aber sie hat sich ja erst dadurch so verdächtig gemacht, dass sie weggelaufen ist. Vielleicht hätte sie das nicht tun sollen. Sie sind sich also sicher, dass sie den Söldner nicht vom Dach aus erschossen haben. Yes, I'm sure. And anyway, as I said before, the shot had to have come from afar. Ja, ich hätte gerne die Punkte noch gecheckt, aber ich konnte es nicht. Sie schmuggeln Drogen für die Gewerkschaft. Ich habe ihren Lastwagen durchstöbert. So, Heart of Gold Tommy fucked me over too. Oh. Never trust a musician. Oh. That really comes as a blow to her. Nein, hat er nicht. Ich habe ihn auf eigene Faust geknackt. Okay, great. You got into my lorry on your own. What now? You're going to arrest me for drug trafficking? Ein verbittertes Lächeln. Beneath it, she's relieved Tommy didn't betray her. Sie hatten einen finanziellen Anreiz, den Söldner zu töten. Man, it's to get away from all that murderous shit that I left Jamrock, my previous employer, for the Union. Der Lieutenant kann seine Frage nicht stellen. I got lucky being a dispatcher. Never had to do any of the really dirty work myself. This gun has only been used for self-defense against serious scum. Sie dreht den Kopf ein winziges Stückchen herunter. There, it's going to be easier to reach the machine now. Aber sie bedrohen uns damit. Based on what I've heard about you, you are serious scum. Wow. Erwidert sie und hält einen Blick stand. There's a sinister note in her voice. Even with the gun and the compressor, she's afraid of you. Was hat sie denn alles von uns gehört? Okay, nochmal zurück zu etwas anderem. Yeah? Where? More questions before doing anything. Mehr Fragen. Okay. Wer hat den Söldner auf dem Gewissen, wenn nicht sie? How should I know? As I keep saying, he already had a bullet in his head when I got to him.
and there hasn't been any useful gossip over the radio. Scheiße. Those rings around her eyes, her tired voice. She's been staying up late, listening in on the conversations crisscrossing Martinez. Heißt das, wir werden den Fall nicht lösen? Police radio? You've been following the case? Who hasn't? You know, I can still see him there, in Claus's room, lying on his side. He was still warm, but the bluish light coming through the broken window made him look as though he'd been dead for a good long while. Was ist Sonntagnacht passiert? Erzählen Sie mir Ihre Version der Geschehnisse. She eyes you warily, as though gauging your sincerity. She's refusing to adopt the demeanor of a cornered animal, a leader with no one to lead. She still wants to retain some control of the situation. It's okay. We just want to... Er versucht mit letzter Kraft den Satz zu beenden. All right, don't kill yourself over it. I was shooting the shit with Hardy and the boys over a few beers, like always. Then Klasha comes in, all pale and shuddering. She sits down with a drink, trying to steady her nerves. So I grab a seat next to her. Moment, hatten Sie auch den Eindruck, dass sie high war? Oh yeah, super. But I didn't think too much of it at first. I'd seen her party hard before. Klaas hat gesagt, Ihnen sei sofort klar gewesen, dass etwas nicht in Ordnung war. No, I really didn't. She's not that easy to read. I just assumed she'd done too much blow. It wouldn't be a first for her. But no such luck. She was in some deep shit. She asked me to come upstairs. The merc she'd been going with was lying on the bedroom floor, dead. I knew she couldn't get the authorities involved, so yeah. You made it look like he'd been hanged. Klaas hier fand es merkwürdig, dass Sie so schnell einen Plan parat hatten. What? No. Faking a lynching was her idea. Oh mein Gott. She looks shaken. She wasn't surprised to be ratted out, but framed. Klaas hier. Ihre Idee? Yeah, in cold blood. It really surprised me how quickly she was able to get a hold of herself once we got up there. It was like she was another person. The party girl was gone. Ich hab's geahnt, wir hätten sie einfach festnehmen sollen. She asked me to help her drag him into the shower so she could wind the shower head around his neck to fake lividity. Then she dressed him while I went to get the Hardy Boys. Oh, Klaas hier. Glacia knew exactly what she was doing. You can't remain calm under pressure otherwise. Verdammt. Ich glaube, das ist richtig, Klaas hier. Mann. Es ist übel, dass sie offenbar so gelassen geblieben ist. Yeah, I wasn't sure whether to admire her or be disturbed. So, dass sie ihn selbst getötet hat, glaube ich nicht. Aber vielleicht hat sie jemanden dazu beauftragt, ihn zu töten. Glauben Sie, sie könnte Lily selbst getötet haben? As I keep telling you cops, we didn't hear anything downstairs. No gunshot, nothing. But even if this is true, weren't you worried the lynching might lead to... War? The thought crossed my mind. But the mercenary's death was going to have repercussions either way. Although the way things are going... fuck it. I'm not responsible for these people after what they did to me. Wenn sie nicht getötet haben, warum verstecken sie sich dann? I saw you roll into town. I wasn't about to stick around for questioning by a goddamn La Puta Madre agent. That strange, distant fear is getting close now. It's a fear of yourself. Was meinen Sie damit, Agent von La Puta Madre? Yes, you. Everyone says you're his peon, his human can opener. Gehöre ich irgendeiner Gang an? Also einer kriminellen Organisation oder was? Ich bin der Mafia. Through the sudden sharp pain in your head,
you hear the lieutenant mumble something to Oh, Gott. himself. Fucking hell. And why me? You hear through Oh, the white Gott. noise. Ach du Scheiße. It's especially bad suddenly. Oh Felt Gott. like a vein exploded. Scheiße. Wer ist jeder? Woher wissen Sie das? Everyone in Jamrock. The cops, the criminals. Why do you think I'm holed up in here with a goddamn death ray waiting for you? Ich bin niemandes Agent. Ich weiß nicht einmal, wer La Puta Madre ist. Ja, weil ich es vergessen habe. Right. Sure. You don't know. Ich bin mir sicher, dass ich ihn kennen sollte, aber ich habe vor kurzem mein Gedächtnis verloren. Yeah, sure. Ja, wirklich. She doesn't believe you. Okay. I'm sure La Puta Madre himself will explain it all to you soon enough. Warum hat dieser Madre überhaupt so ein Problem mit Ihnen? You've been to my lorry. You think the biggest player in Jamrock appreciates competition? And now I have Harry Can Opener in my lair. Fucking Titus. Oh Gott. Wann bin ich denn korrupt geworden? I thought we had an agreement, she thinks. This was not supposed to happen. Oh, das ergibt alles Sinn. She's not going to change her mind that easily. She still perceives you as a threat. Könnte sein, dass das Spiel doch noch länger geht, als ich dachte. Wissen Sie etwas über den Bunker nebenan? What bunker? Das Kommunistenversteck da hinten. Don't know anything about it. No one's been around since I set up camp. But I'm sure I'm not the first vagabond to... Ihre Stimme verändert sich allmählich zu einem weißen Rauschen in deinem Kopf. Es ist, als würdest du jeden Augenblick ein Aneurysma bekommen. Au! Zum Glück habe ich so viele Gesundheitsladungen geholt. Ich könnte das machen. Ich würde das ziemlich sicher schaffen, außer bei einem kritischen Fehlschlag. Aber ich weiß nicht, ob ich es machen sollte. Weil ich ihr tatsächlich glaube, diese ganzen Ungereimtheiten auch, was den Mord angeht, sie kann es nicht gewesen sein. Ich denke, klar, sie hat jemanden beauftragt. Das ist das, was ich aktuell denke. Deshalb sollte ich sie wahrscheinlich einfach gehen lassen. Ich verkrafte das nicht mehr. Gehen Sie einfach. Glad to have been of assistance. Best of luck to you, officers. Revishal's a bitch. Allerdings. The woman runs past you and disappears into the darkness of the tunnel. Sie ist es nicht gewesen. All things considered, it could have gone worse. Warten Sie, sollten wir sie nicht verfolgen? Nein, sollten wir nicht. No, I don't think she did it. Ja, She's someone else's case now. richtig. Und was jetzt? Now we have to come up with a really good excuse for why we walked right into a trap like that. This isn't going to look good in the report. Er sieht sich um und zeigt dann tiefer in die Höhle hinein. Her tent. Maybe there's something in there.